Mit Empire Eternal entsteht bei Epro Games ein Nachfolger im Geiste für das altehrwürdige Empire Earth Franchise. Nachdem ich euch den Titel schon genauer vorgestellt habe und wir zudem bereits tiefer in die Materie Schifffahrt und den Mauerbau eingestiegen sind, können wir dank neuem Devlog heute den Gebäudebau allgemein näher betrachten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu neuen Empire Eternal News in eurer Zocker-Lounge. Passend zum Thema könnt ihr euch aktuell Total War Rome 2 in seiner Emperor Edition für 8 € bei Instant Gaming sichern und so schon jetzt spannende Taktikschlachten in der Antike führen, während ihr noch eine ganze Weile auf Empire Eternal warten müsst. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr gleichzeitig diesen Kanal hier massiv. Von daher wie immer vielen Dank, dass ihr das Angebot so gut annehmt. God, what have we done? In Sachen Gebäudebau orientiert sich Empire Eternal, wie sollte es auch anders sein, an seinen Vorgängern. So baut ihr entsprechende Gebäude in der Nähe von Minen, Wäldern oder Farmen, um die Laufwege kurz zu halten. Hingegen werden in Militärgebäuden wie Kasernen, Ställen oder Häfen Truppen ausgebildet, wohingegen Wohnhäuser eure maximale Bevölkerung nach oben drücken. Soweit so klar. Hinzu kommen Mauern, Zäune oder Verteidigungstürme, welche wir in den letzten News zu Empire Eternal schon detaillierter behandelt haben. So entsteht das bekannte Stadtbild, welches eure Siedlung Stück für Stück um wichtige Ressourcenpunkte auf der Karte wachsen lässt und gleichzeitig Begehrlichkeiten bei euren Gegnern weckt, welche euch die eine oder andere Position streitig machen wollen. Um Gebäude bauen zu können, benötigt ihr im Prinzip die geforderten Güter und den Faktor Zeit, den eure Arbeiter dann benötigen, das Gebäude hochzuziehen. Es ist also nicht so, wie beispielsweise in einem Die Siedler-Spiel, dass ihr Gebäude auch schon ohne die geforderten Ressourcen in die Landschaft setzen könnt und der Bau dann unter Umständen nur zum Teil fertiggestellt werden kann. Hinzu kommt, dass ihr im Spiel, ebenfalls serientypisch, diverse Gebäude durch Updates aufrüsten könnt. So produzieren dann zum Beispiel Bauernhöfe mehr Nahrung durch weitere Arten an Feldfrüchten oder Kasernen stärkere Truppen. Viele dieser Updates erhaltet ihr dann, indem ihr mit eurer Zivilisation in ein weiteres Zeitalter voranschreitet. Da bekanntermaßen nichts ewig hält, können Gebäude natürlich durch eure Feinde zerstört oder von euch selbst abgerissen werden. Im letzteren Fall erhaltet ihr einen Teil der verbauten Ressourcen zurück, könntet aber auch gezwungen werden, anschließend noch die Trümmer zu beseitigen, bevor ihr ein neues Gebäude platzieren könnt. Hinzu kommt, dass eure Feinde Gebäude in Brand setzen können, die dann im schlimmsten Fall in sich zusammenstürzen, falls ihr diese nicht rechtzeitig repariert. Das Beseitigen von Trümmern scheint aktuell noch nicht 100% fix zu sein, wenn ich das richtig interpretiere, verdeutlicht aber den gewollten Detailgrad. Eine Partie in Empire Eternal beginnt mit ein paar Dorfbewohnern und dem Stadtzentrum. Hier könnt ihr weitere Dorfbewohner rekrutieren und das Gebäude gleichzeitig als Notfallrückzugsort verwenden, von welchem aus sich eure Dorfbewohner dann auch verteidigen können. Neben Lagergebäuden an den Ressourcenquellen werdet ihr dann auch früh eure erste Kaserne errichten, um euch verteidigen zu können. Viel später im Spiel dann aber natürlich auch Flughäfen für Kampfjets, Bomber oder Transportflugzeuge, sowie natürlich auch der Hafen oder die Werft für U-Boote oder ganze Flugzeugträger. Gebäude aneinandergereiht sollen übrigens keine natürlichen Barrieren bilden. Einheiten kommen also im Zweifel immer durch und ersetzen somit keine Mauern, welche wiederum genau für diesen Effekt vorhanden sind. Zudem ist auch der Untergrund manchmal entscheidend. So lässt sich das ein oder andere Gebäude zum Beispiel nicht auf steilem Gelände errichten. Es bleibt also spannend, ob das zum größten Teil von einer Person gestemmte Megaprojekt am Ende auch all das Versprochene einlösen kann. Falls das aber so ist, erwartet uns hier ein richtiges ATS-Brett, auf das man sich schon jetzt freuen kann. In diesem Sinne, ich bin ja mal eben meine Augen lasern lassen, oh mein Gott. Und ja, bis zum nächsten Mal.